Ist Ihnen bewusst, dass ein großer Teil Ihrer Gewinne in Ihrem eigenen Land versteuert wird? Heute zeigen wir Ihnen eines der besten Länder, um dies auf legale Weise zu vermeiden. In diesem Video geben wir Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um in Paraguay eine Aufenthaltsgenehmigung durch Investition zu erhalten. Wir von Kreimermann bieten ganzheitliche, juristische Strategien zu erfolgreichen Unternehmern und Investoren, um ihre Steuerlast zu senken und ihr Vermögen im Ausland zu vermehren und zu Weltbürgern werden. Wussten Sie, dass in vielen Ländern bis zu 40% Ihres Einkommens besteuert werden können? Die Lösung, die wir Ihnen anbieten, sind die Wohnsitze im Ausland. Viele Länder bieten andere Arten von Steuern oder Steuerwohnsitzen an, was bedeutet, dass Sie keinen so hohen Prozentsatz Ihres Einkommens verlieren. In diesem Video stellen wir Ihnen zwei Möglichkeiten vor, wie Sie diesen Wohnsitz erhalten können. Vorübergehender Wohnsitz. Wenn Sie dies auf schnellem Wege erreichen wollen, könnte dies eine gute Wahl sein. Paraguay hat eine lockere Einwanderungspolitik mit relativ wenigen Beschränkungen, befristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten kann. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern verlangt Paraguay von den Bewerbern beispielsweise kein bestimmtes Arbeitsangebot oder Mindesteinkommen. Auch das Antragsverfahren für eine befristete Aufenthaltsgenehmigung ist unkompliziert und erfordert nur wenig Papierkram. Kann ich mich bewerben? Aufenthaltsgenehmigung im Rahmen dieses Programms beantragen, indem Sie die folgenden Dokumente einreichen. Gefüllter Kreisreisepass, gefüllter Kreisstrafregister im Herkunftsland, gefüllter Kreisstrafregister in Paraguay, Interpol, gefüllter Kreiserklärung zur Achtung der paraguayischen Gesetze, gefüllter Kreiszahlung der staatlichen Einwanderungsgebühren, gefüllter Kreis Bescheinigung der Adresse in Paraguay. Wenn Sie keine Adresse in Paraguay haben, kann unser Unternehmen eine beschaffen. Sobald Sie diese Dokumente hochgeladen haben, ist die Aufenthaltsgenehmigung 2 Jahre lang gültig. Einer der Hauptvorteile dieser Aufenthaltsgenehmigung ist, dass Sie keine Investitionen tätigen müssen, um sie zu erhalten, was Ihnen eine Menge Geld spart. Was sind die wichtigsten Vorteile dieses Programms? Keine Investitionen erforderlich, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Wenn Sie den paraguayischen Behörden Ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit nachweisen können, ist es nicht mehr erforderlich, Investitionen zu tätigen. Steuerlicher Wohnsitz. Dadurch bleibt Ihr gesamtes Einkommen, das von außerhalb Paraguays kommt, unversteuert. Zugang zur paraguayischen Cédula. Einer der wichtigsten Vorteile besteht darin, dass die vorübergehend Aufenthaltsberechtigten nun einen paraguayischen Personalausweis erhalten können, dessen Gültigkeitsdauer der ihrer Aufenthaltskarte entspricht. Damit können die vorübergehend Aufenthaltsberechtigten ein Bankkonto eröffnen und erhalten verschiedene Steuervorteile. Wenn Ihnen unser Inhalt gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, so können Sie ein Teil unserer Gemeinschaft werden. Es wäre eine große Hilfe für uns und eine kleine Anstrengung für Sie. Dauerhafter Wohnsitz. Dieses Land bietet einen schnellen und effizienten Weg, um auf möglichst stressfreie Weise einen Wohnsitz im Ausland zu erhalten. Wie bereits erwähnt, ist der beste Weg, um Ihre Steuern zu senken, die Erlangung einer Steuerresidenz. Paraguay bietet ein hervorragendes Programm für diese Art von Wohnsitz. Zum besseren Verständnis: Paraguay hat ein territoriales Steuersystem, das dafür sorgt, dass alle Einkünfte, die von außerhalb Paraguays kommen, unversteuert bleiben. Wie kann ich mich bewerben? In Paraguay steht die Regelung Personen offen, die nicht in das Land einreisen können, ohne zuvor ein Einreisevisum zu erhalten. Das Programm ist unter dem Namen SOACE, Unified System for the Opening and Closing of Companies, bekannt, und die Kosten für die Investition betragen 70.000 US-Dollar. Ziel ist es, dem Land ein Entwicklungspotenzial zu verschaffen. Z.B. Durch eine Immobilieninvestition, für die man nach der anfänglichen Investition eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten würde. Welche Dokumente sind erforderlich? Gefüllter kreisgültiger Reisepass, gefüllter Kreisinvestitionsplan, gefüllter Kreisgeburtsurkunde, gefüllter Kreisadressnachweis,
Gefüllter Kreis Unbedenklichkeitsbescheinigung der örtlichen und der paraguayischen Polizei, sauberes Strafregister. Gefüllter Kreis Dokumente zum Familienstand. Gefüllter Kreis Nachweis der Rechtmäßigkeit der Mittel. Gefüllter Kreis von der paraguayischen Behörde für nationale Polizei und Identifizierung vorgelegtes Dokument. Wie ist der Ablauf? Sie müssen zweimal in das Land reisen, um diese Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Aber keine Sorge, ein Mitglied unserer Mitarbeiter wird Sie bei jedem Schritt begleiten. Erste Reise nach Paraguay. Bei dieser Reise optimieren wir die Zeit, die wir haben, um so proaktiv wie möglich zu sein. Zuerst organisieren wir alle Dokumente, dann analysieren wir das Strafregister. Dann wählen Sie ein Investitionsprojekt aus. Als nächstes besorgen Sie sich eine Constancia de Inversionista und schließlich stellen Sie einen Antrag. Innerhalb von 90 Tagen erhalten Sie eine Antwort und wenn diese positiv ausfällt, erhalten Sie Ihre Daueraufenthaltsgenehmigung, die 10 Jahre lang gültig ist, genug Zeit, um den Einbürgerungsprozess in Paraguay zu durchlaufen. Zweite Reise nach Paraguay. Im ersten Schritt haben Sie einen Antrag auf Daueraufenthalt gestellt. Im zweiten Schritt beantragen Sie die Cédula, hier hinterlassen Sie uns eine Vollmacht und in 2 bis 3 Wochen wird die Cédula an Ihre Adresse geschickt. Was sind die wichtigsten Vorteile dieses Programms? Steuerlicher Wohnsitz. Dadurch bleibt Ihr gesamtes Einkommen, das von außerhalb Paraguays kommt, unversteuert. Keine physische Anwesenheit im Land. Sie müssen nicht in Paraguay leben, um den Aufenthaltsstatus zu behalten. Es genügt ein Besuch alle 3 Jahre. Erlangung der Staatsbürgerschaft. Nach 3 Jahren können Sie die Staatsbürgerschaft beantragen, wenn Sie in jedem dieser Jahre 183 Tage im Land gelebt haben. Visumfreier Zugang. Mit der Staatsbürgerschaft können Sie einen paraguayischen Reisepass erhalten, der Ihnen Zugang zur Europäischen Union, EU, zum Vereinigten Königreich, UK, und zu Irland verschafft. Es ist also sicherlich ein ziemlich attraktiver Reisepass, aber mit der paraguayischen Cédula können Sie frei in jedes Land reisen, das Teil des Mercosur ist. Hohe Lebensqualität. Es gibt viele offene Grünflächen, die zum Erkunden und Verbringen von Zeit an der frischen Luft einladen. Außerdem gibt es hier ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem. Wenn Sie interessiert sind an Informationen über andere Residenzen durch Investitionen in Südamerika, wir empfehlen Ihnen auch dieses Video ansehen. Der Unterschied zwischen einem Daueraufenthalt und einem vorübergehenden Aufenthalt. Zeit für den Erwerb der Staatsbürgerschaft. In Paraguay können Sie die Staatsbürgerschaft erhalten, sobald die 3 Jahre verstrichen sind. Um die Staatsbürgerschaft schneller zu erhalten, müssen Sie bei der Beantragung einer Daueraufenthaltsgenehmigung keine Frist einhalten. Aber wenn Sie eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragen, müssen Sie 2 Jahre warten und dann eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Investition. Das Gute an der befristeten Aufenthaltsgenehmigung ist, dass Sie im Gegensatz zur unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung keine Investitionen tätigen müssen, was Ihnen eine Menge Geld spart. Reisen nach Paraguay. Wenn Sie direkt die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, müssen Sie nur 2-mal reisen. Bei der befristeten Aufenthaltsgenehmigung müssen Sie einmal pro Jahr reisen, bis Sie die Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten, und dann noch 2-mal, um das Verfahren für die Daueraufenthaltsgenehmigung zu durchlaufen. Wenn Sie die Staatsbürgerschaft anstreben, werden Sie mehr Zeit benötigen, da Sie 2 Jahre warten und dann die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen müssen. Wenn Sie Ihre Möglichkeiten besprechen möchten und ein besseres Verständnis zu erlangen in Bezug auf die Erlangung von Aufenthaltsgenehmigungen in Lateinamerika, nehmen Sie noch heute Kontakt auf. In der Beschreibung rechts unten finden Sie einen Link. Unter dem können Sie einen Anruf bei uns buchen, einfach den Tag und die Uhrzeit eintragen oder einen Kommentar hinterlassen.